Willkommen zur What's New Präsentation zu MDA V8.7.7. Mein Name ist Mathan Kumar Raju und ich bin der Produktmanager für MDA bei ETAS. In diesem Video führe ich Sie durch die neuen Funktionen und Verbesserungen, die in dieser Version enthalten sind. Die entsprechenden Zeitstempel zu jedem Thema finden Sie unten in der Videobeschreibung. Und wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback. Bitte nutzen Sie den Link im Kommentarbereich, um Ihre Gedanken mit uns zu teilen. Im ersten Abschnitt wird erklärt, wie MDA V8.7.7 Konfigurationen verarbeitet, die mit zukünftigen MDA-Versionen erstellt wurden. Zuvor konnte MDA V8 Konfigurationen aus neueren Versionen und importierte Messdateien mit Zeitversätzen öffnen. Während dieses Vorgangs wurden zuerst alle Layer sowie Oszilloskope und Tabellen importiert. Mit der Veröffentlichung von MDA V8.7.7 wurde die Unterstützung für den Import des Streudiagramminstruments hinzugefügt. Um diese Fähigkeit zu demonstrieren, habe ich eine Beispielkonfiguration mit 4 Messdateien erstellt. Alle verfügbaren MDA-Instrumente wie Oszilloskop, Streudiagramm, Tabelle, GPS und so weiter sind über mehrere Ebenen hinweg jeweils mindestens einmal repräsentiert. Und der Configuration Manager zeigt diese Instrumente eindeutig, einschließlich des Vorhandenseins eines berechneten Signals. Ich habe dann eine Kopie der Konfigurationsdatei im XDX-Format erstellt und sie so angepasst, dass sie scheinbar aus einer zukünftigen MDA-Version stammt. Beim Laden dieser Konfiguration aus der Zukunft in MDA V8.7.7 erscheint ein Informationsdialog, der darauf hinweist, dass die Konfiguration nicht direkt geladen werden kann. Stattdessen erstellt MDA eine neue, leere Konfiguration und importiert alle kompatiblen Objekte aus der Originaldatei in dieses neue Setup. Die ursprüngliche Konfiguration bleibt unverändert, sodass keine Daten oder Inhalte verloren gehen. Im Rahmen dieses Kompatibilitätsimportprozesses unterstützt MDA V8.7.7 jetzt den Import von Scatterplot-Instrumenten, einschließlich der ihnen zugewiesenen Signale und Einstellungen. In zukünftigen MDA-Releases wird dieser Kompatibilitätsmechanismus erweitert, um alle verbleibenden Instrumenttypen sowie berechnete Signale zu unterstützen. In diesem Abschnitt möchte ich ein neues Instrument namens Phasor-Diagramm vorstellen, das dazu dient, Dreiphasensignale eines Elektromotors zu visualisieren. Um dies zu demonstrieren, habe ich bereits ein Zeigerdiagramm mit Signalen darin erstellt, sowie auch 2 Oszilloskope. Hier in diesem Zeigerdiagramminstrument können Sie Signale wie Spannung, Strom und Phasen zuweisen. Derzeit müssen diese Signale korrekt zugewiesen werden, aber zukünftige Versionen werden die Möglichkeit bieten, die zugewiesenen Signalpositionen automatisch aus den Benutzereinstellungen zu speichern und wiederherzustellen. Oben im Instrument gibt es einen Übersichtsbereich, der Schlüsselwerte anzeigt, darunter Spannung, Strom, Phase und weitere wichtige elektrische Kenngrößen. Der untere Bereich bietet eine grafische Ansicht, die gleichzeitig sowohl den Betrag als auch den Phasenwinkel zwischen Spannung und Strom veranschaulicht, sodass Ihr Verhalten leicht zu verstehen ist. Die durchgezogene Linie stellt den Spannungswert dar und die gestrichelte Linie stellt den Stromwert dar. Das Zeigerdiagramm kann außerdem mit anderen Instrumenten synchronisiert werden, wie zum Beispiel mit dem Oszilloskop, das links angezeigt wird. So können Sie es beispielsweise auf Batteriespannung und Strom oder Motorspannung und Strom synchronisieren.
Wenn Sie den aktiven Cursor auf dem Oszilloskop bewegen, können Sie sofort sehen, wie sich die Beziehung zwischen Spannung, Strom und Phase im Zeigerdiagramm verändert. Diese Funktionalität ermöglicht eine detaillierte Analyse von Phasenverschiebungen und des gesamten Motorverhaltens. Zusammengefasst bietet dieses neue Zeigerdiagramminstrument eine klare und intuitive Möglichkeit, Signale von dreiphasigen Elektromotoren zu analysieren. In diesem Abschnitt möchte ich Ihnen das schnelle Zeichnen von Signalkurven auf einem Oszilloskop zeigen. Beim ersten Zeichnen werden die Signaldaten aus der Datei gelesen. Die angezeigten Signale werden anschließend in einem Cache gespeichert, sodass bei späteren Neuzeichnungen die zwischengespeicherten Daten verwendet werden können, statt sie erneut aus der Datei zu laden. Der zusätzliche Speicherbedarf bleibt gering, weil nur die in der Konfiguration verwendeten Signale gecached werden und die maximale Cachegröße festgelegt ist. Zuerst schauen wir uns an, wie das in den älteren Versionen von MDA funktioniert. Ich habe jetzt MDA V8.7.4 Build geöffnet. In dieser Beispielkonfiguration habe ich 2 Oszilloskope erstellt, die jeweils etwa 30 bis 50 Signale anzeigen, sodass fast 1 Million Sample gerendert werden müssen. Jetzt schauen wir uns die Zeichenperformance an. Wenn ich hineinzoome, werden die Daten erneut aus der Datei gelesen. Und die Signale werden neu gezeichnet. Das gleiche passiert, wenn ich das Instrument in der Größe ändere. Die Daten werden neu geladen und die Kurven werden erneut gezeichnet. Das Zeichnen des vollständigen Signalsets dauert eine erhebliche Zeit. Als nächstes öffnen wir dieselbe Konfiguration im neuen MDA V8.7.7. Wieder haben wir 2 Oszilloskope mit denselben Signalen wie zuvor. Sie sehen die erste Darstellung und werden feststellen, wie schnell die fast 1 Million Sample angezeigt werden. Jetzt, wenn ich hineinzoome, werden die Signale nahezu sofort gerendert. Dieselbe Verbesserung sehen Sie auch, wenn ich das Instrument in der Größe ändere. Die Zeichengeschwindigkeit ist deutlich höher als zuvor. Dieses neue Verhalten funktioniert unabhängig davon, ob ein ASAM-Standardindex verfügbar ist, und es gilt auch dann, wenn der Index nicht genügend Auflösung bietet. Beim Laden prüft MDA, ob die Datei indiziert ist, und wenn nicht, wird automatisch ein On-the-Fly-Indexing durchgeführt. Dieser Ansatz ist besonders vorteilhaft für Raster- oder Kanalgruppen mit vielen Signalen sowie für berechnete Signale mit historischen Daten, wie etwa Integrale und Mittelwerte. In diesem Abschnitt möchte ich die neue Zoombox-Option demonstrieren, die sowohl im Oszilloskop als auch im Streudiagramm verfügbar ist. In früheren MDA-Versionen war das Zoomen jeweils nur in eine Richtung möglich. Sie konnten entweder horizontal oder vertikal zoomen. Um horizontal zu zoomen, halten Sie die rechte Maustaste gedrückt und ziehen von oben nach unten oder von unten nach oben. Dadurch wird in die Werteachse hineingezoomt. Um vertikal zu zoomen, ziehen Sie bei gedrückter rechter Maustaste von rechts nach links oder von links nach rechts. Dadurch wird in die Zeitachse hineingezoomt. Mit MDA V8.7.7 wurde eine neue Option Zoombox eingeführt.
Wenn Sie die rechte Maustaste gedrückt halten und diagonal ziehen, können Sie ein rechteckiges Zoomfeld aufziehen. Damit können Sie gleichzeitig entlang der Zeit- und der Werteachse zoomen. Anders gesagt, gleichzeitig in X- und Y-Richtung. Dadurch ist es deutlich einfacher, sich auf einen bestimmten interessierenden Bereich in den Daten zu konzentrieren. Und wir brauchen keine mehrfachen Zoom-Vorgänge mehr, um dieses Zoombox-Verhalten zu erreichen. Die Option Zoombox ist nicht nur im Oszilloskop verfügbar, sondern auch im Streudiagramm, wo dieselbe Interaktion und dasselbe Verhalten gelten. In diesem Abschnitt möchte ich die Verbesserungen hervorheben, die am Dialog Maßdatei exportieren vorgenommen wurden. In früheren MDA-Versionen war beim Export gemessener Daten ein Validierungsschritt erforderlich, der ziemlich zeitaufwendig sein konnte. Die Validierung wurde beim Öffnen des Dialogs ausgelöst und erneut jedes Mal, wenn ein Parameter geändert wurde, zum Beispiel die Start- oder Endzeit, das ausgewählte Dateiformat oder andere Einstellungen. Je nach Größe der Messdatei und der Anzahl von Warnungen oder Fehlern konnte diese Validierung von einigen Sekunden bis zu mehreren Minuten dauern, was zu spürbaren und oft erheblichen Verzögerungen in der Bedienbarkeit führte. Mit MDA V8.7.7 wurde dieser Prozess deutlich verbessert. Wenn Sie eine Messdatei oder einen Satz von Signalen auswählen und die Exportaktion starten, öffnet sich der Dialog jetzt sofort. Anschließend können Sie Parameter wie den Zeitbereich oder das Ausgabedateiformat ohne Verzögerung anpassen. Dem Dialog wurde eine neue Option Validate hinzugefügt. Damit können Sie die Validierung nur dann auslösen, wenn Sie bereit sind. Nach dem Klicken auf Validate werden etwaige Warnungen oder Fehler geprüft und im dafür vorgesehenen Bereich des Dialogs zusammengefasst. Sobald die Validierung abgeschlossen ist, können Sie mit dem Export fortfahren. Wenn Sie weitere Änderungen vornehmen, können Sie einfach erneut validieren. Der Export selbst läuft weiterhin im Hintergrund, genau wie zuvor. Nachdem der Export abgeschlossen ist, können Sie die exportierte Datei per Drag-and-Drop direkt in Ihre Konfiguration ziehen. Sie können neue Dateien hinzufügen oder bestehende ersetzen, indem Sie sie im Datei-Explorer auf die entsprechenden Elemente ziehen und ablegen. In diesem Abschnitt möchte ich Ihnen einen Überblick über die Unterstützung des MDA V4.3 Dateiformats in MDA V8.7.7 geben. In diesem Release mit MDA V8.7.7 unterstützen wir jetzt das MDA V4.3 Dateiformat. Sowohl die Kompressionstypen LZ4 als auch ZSDD werden unterstützt. MDA kann das MDA V4.3 Messdateiformat jetzt sowohl lesen als auch schreiben und stellt damit die volle Kompatibilität mit dem aktualisierten Format sicher. Schauen wir uns an, wie eine MDA V4.3 Messdatei erstellt wird. Ich habe eine Messdatei in meiner Konfiguration und ihr Dateiformat ist MDA 4.1. Wenn Sie diese Messdatei auswählen und Export Measure Data wählen, öffnet sich der Exportdialog. Hier wählen Sie das MDA 4.3 Dateiformat aus. Und ich ändere auch den Dateinamen. Nachdem Sie den Validierungsschritt abgeschlossen haben, können Sie den Export starten.
Sobald der Export abgeschlossen ist, können Sie die exportierte Datei einfach per Drag-and-Drop in Ihre Konfiguration ziehen. Sie sehen dann, dass MDA-Messdateien auch im MDA V8.7.7 lesen kann. Wenn wir jetzt die Dateiinformationen ansehen, sehen wir außerdem, dass das exportierte MDA V8.7 Dateiformat in MDA eingelesen wird, sodass Sie nahtlos mit dem MDA V8.7 Dateiformat arbeiten können. Standardmäßig verwendet der Export den ZSTD-Kompressionsalgorithmus, der im Vergleich zu anderen Methoden wie die FLET oder LZ4 eine höhere Kompressionsrate bietet. Falls erforderlich, können Sie den Kompressionsalgorithmus über eine konfigurierbare Einstellung in der MCD-Core-Initialisierungsdatei ändern. In diesem Abschnitt möchte ich eine Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit im statistischen Instrument zeigen. Mit MDA V8.7.7 können Sie Signale innerhalb des Instruments jetzt neu anordnen. So lassen sich zusammengehörige Signale einfach gruppieren und die Ansicht für eine effizientere Analyse übersichtlich organisieren. Sie können ein einzelnes Signal oder mehrere Signale gleichzeitig auswählen und sie per Drag und Drop einfach ziehen und ablegen, um ihre Reihenfolge zu ändern. Zur Unterstützung dieser Interaktion wird während des Ziehens der Signale ein visueller Ablageindikator angezeigt. Dieser Indikator zeigt genau, an welcher Stelle die Signale platziert werden, wenn Sie sie loslassen. Jetzt sehen wir, dass die Signale für Fahrzeuggeschwindigkeit, Motortemperatur und Motordrehzahl nebeneinander angezeigt werden. Diese Erweiterung macht das Gruppieren von Signalen mühelos und hilft Ihnen, Analysen schneller und strukturierter durchzuführen. Zum Abschluss folgt hier die vollständige Übersicht über die neuen Funktionen in MDA V8.7.7. Für weitere Details werfen Sie bitte einen Blick auf die What's New-Folien, die sowohl in MDA 8 als auch auf der ETAS-Website verfügbar sind. Wir würden uns wirklich über Ihr Feedback freuen. Bitte lassen Sie uns über den Link in den Kommentaren unten wissen, wie hilfreich dieses Video für Sie war. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank für Ihr Interesse an MDA 8.